Ich habe endlich 2 Triathlons gemacht. Nachdem Davos leider sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist und nach dem Schwimmen abgebrochen werden musste, haben Philipp und ich uns mit unserem Campingvan auf den Weg nach Tschechien gemacht, um dort beim Xterra Tschechien zu starten. So Leute, jetzt gibt's Action. Ich bin in Tschechien angekommen und heute ist erstmal das Short Track Race. Das heißt 200 Meter Schwimmen, 4 Runden Rad. Ich glaube, das müssten am Ende so circa 6 Kilometer sein und dann 2, irgendwas Kilometer laufen. Bei Xterra weiß man das nie so genau. Xterra ist meiner Meinung nach ein mega cooles Rennformat. Schwimmen ist normal, ohne Hindernisse. Das Radfahren findet mit dem Mountainbike statt und je nach Strecke ist es auch ziemlich anspruchsvoll. Und Laufen dann querfeldein mit Hindernissen, Seilen, Sprüngen, Schlammlöchern, alles ist dabei. Ich habe bisher schon 2 Rennen davon gemacht und war auch vor 2 Jahren in Maui bei der WM am Start und habe dieses Format wirklich schätzen gelernt, weil es einfach so viel Action bietet, so viel Skills braucht. Man ist so krass fokussiert die ganze Zeit und trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen diesen Abenteuer- und einfach Spaßcharakter. Genau das wollte ich haben und habe es in Tschechien gefunden. Richtig geil, Lauri. Sau gut. Sehr schön geschwommen. Auf geht's. Mega. Komm. Mit Ruhe. Go. Ja, auf jeden Fall war nach dem Schwimmen meine Hände so kalt, weil der See ziemlich kühl war und Laktat kam hier aus beiden Ohren. Auf jeden Fall habe ich diese verkackten Schuhe nicht zubekommen und dann sind natürlich alle an mir vorbei gewesen. Und gerade für diese kurze Distanz war das natürlich echt suboptimal. Beim Radfahren habe ich dann einfach versucht zu überleben. Bin tatsächlich Runde für Runde weiter nach vorne gekommen, das war cool. Eine Französin vorne, die ist allerdings sehr gut gefahren, Ex-Mountainbikerin, die ist da richtig schöne Line durchgefahren, die hat mir dann auf jeden Fall ein bisschen Zeit weggenommen. Nichtsdestotrotz bin ich mega stolz, wie ich mich geschlagen habe. Sehr schön. Du hast 18 Sekunden Rückstand. Das kannst du beim Laufen holen. Sau gut. Fährst mega gut. Auf geht's. Komm. Go. Am Stück. Komm. Fahr durch. Jawohl. Komm, bring's durch. Und ich konnte sie im Anschluss beim Laufen auch noch fangen. Come on, 20 Sekunden genau. Auf geht's. Komm. Das kannst du holen. Auf geht's. Mach es auf den geraden Stücken, das Spiel. Ja, ich weiß gar nicht, wie das Rennen gelaufen wäre, wenn ich jetzt auch noch gute Wechsel hätte. Das werde ich auf jeden Fall optimieren. Insgesamt war dieses Short Track halt super intensiv. Also
Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Laktat in einem Rennen produziert habe. Also ich habe geschnauft und gekeucht und habe Geräusche gemacht, wo ich gar nicht wusste, dass ich die machen kann über die Dauer. Aber es war geil. Also es war genau das, warum ich eigentlich dahin wollte und warum ich auch so mega cool finde, Rennen zu machen. Und ja, dann waren die Beine danach erstmal richtig am Sack. Und ich habe mir gedacht, okay, super, morgen kommt das Hauptrennen. Die Strecke vom Hauptrennen sind 1,5 Kilometer Schwimmen. Das war alles noch gut, gewohnt wie bei jedem anderen Rennen. Und dann ging es halt los auf die Mountainbike-Strecke, 35 Kilometer mit 1200 Höhenmetern, glaube ich. Und auch eine super anspruchsvolle Strecke durch die tschechische Walachei, durch den Wald. Es hatte einige vor allem sehr, sehr steile Uphills, die ich sehr schwierig fand. Auch ein paar super technische Downhill-Strecken, aber die Drops und das ganze Zeug vom Vortag hatten sie rausgenommen und ein bisschen entschärft. Und ja, die Laufstrecke war eigentlich kein Laufen, sondern ein Krabbeln, Klettern. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war auf jeden Fall Adventure pur. Ich konnte mich sehr gut positionieren beim Schwimmen, kam vorne raus und habe es dann diesmal auch geschafft, einigermaßen gut in meine Schuhe zu kommen. Und habe dann eigentlich beim Radfahren nur noch nach vorne geschaut, mich konzentriert. Das ist halt einfach bei der Strecke so, da gibt es kein Ausruhen, weil selbst in den Abfahrten muss man quasi diese ganzen Stöße wegstecken und muskulär ist es auf jeden Fall echt eine Herausforderung. Hat aber gut geklappt, das Radfahren. Ich habe mich nicht auf die Schnauze gelegt und konnte hier und da auch mit ein paar Jungs mitfahren, was auch motivierend war. Und bin dann tatsächlich als Erste in die Wechselzone gekommen. Da habe ich dann auch den Philipp gesehen, der hat mir gesagt, irgendwas so grob plus minus meinen Vorsprung. Und dann habe ich so schwere Beine gehabt, ich wusste gar nicht, wie ich meine Knie heben sollte. Also, und es waren 2 Laufrunden zu absolvieren, 5, irgendwas. Und es ging dann gleich durch die Innenstadt so einen Berg hoch und ab in den Wald und dann wurde erstmal gegangen. Also da war es einfach so steil. Ich habe dann echt noch gedacht, so, das kann jetzt nicht sein. Dann bin ich den Wald da hochgewandert und habe immer nur gebetet, dass die anderen da auch erstmal ein bisschen stehen. Und dann geht es da halt richtig krasse Downhills runter, Kurven, Wurzeln, Sprünge. Und man ist einfach so krass fokussiert. Das ist einfach echt ein besonderes Erlebnis. Jedenfalls, einmal habe ich mich dann auf die Schnauze gelegt beim Laufen. Ich hoffe, es hat niemand gesehen. Mein Knöchel tut etwas weh jetzt. Das ist natürlich das Risiko am Cross. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen kontrollierter durchgeht, als ich das jetzt vielleicht gemacht habe, ist das auch nicht wirklich ein Hindernis. Ja, schlussendlich, ich konnte das Rennen gewinnen, hatte sogar einen komfortablen Vorsprung am Ende, habe die schnellste Schwimm-, Rad- und Laufzeit erzielt, habe mich damit selbst mega überrascht, weil ich einfach so wenig ja, Cross-Erfahrung habe und auch wenig Training im Vorfeld hatte, aber ich glaube, ich wurde einfach getragen durch dieses geile Gefühl, endlich mal wieder ein Rennen zu machen. Und ich bin mir sicher, es wird nicht mein letzter Ausflug in den Cross-Bereich sein. Das Mountainbiken macht einfach so viel Laune und auch das Traillaufen. Und ich glaube, je mehr ich da auch einfach Praxis bekomme, umso besser werde ich da zurechtkommen. Ich kann euch allen zu Hause nur empfehlen, macht bei einem Xterra mit. Es macht so viel Spaß und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass eben gerade solche Rennen mich auch besser für die Straße machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt es genossen, das Video anzuschauen, wie ich mich durch den Dreck gepflügt habe. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch demnächst nochmal ein cooles Straßenrennen bekomme. Mit Zeitfahrrad ist dann quasi kompletter Kontrast dazu. Aber ich finde eigentlich vor allem diese Vielseitigkeit, die uns eigentlich auch der Triathlonsport bietet, ist genial. Und ja, probiert es einfach mal aus. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Rennvideos sehen wollt.